Wir benötigen relativ dicke Wolle. Ich verwende hier Wolle mit einer Lauflänge von 120 Metern auf 200 Gramm. Dann brauchen wir die entsprechende Häkelnadel. Ich verwende hier eine 6er Häkelnadel, die kann aber auch noch größer sein. Und einen Gardinenring. Der hier hat einen Durchmesser von 28 Millimetern. Wir beginnen mit einem Fadenring. Und in diesen Fadenring häkeln wir 10 Stäbchen. Das heißt, das erste Stäbchen besteht aus 2 Luftmaschen und dann häkeln wir 9 weitere Stäbchen. So, dann ziehen wir den Fadenring zu und dann häkeln wir in das oberste der beiden ersten Luftmaschen eine Kettmasche und haben somit die Runde beendet. Und in der zweiten Runde häkeln wir in jede Masche 2 Stäbchen. Das heißt, wir beginnen wieder mit 2 Luftmaschen und häkeln in jede Masche 2 Stäbchen, sodass wir am Ende dann insgesamt 20 Stäbchen haben. Wenn die 20 Stäbchen gehäkelt sind, machen wir in die obere der beiden Luftmaschen eine Kettmasche und beenden somit die Runde. Und in der nächsten Runde häkeln wir wieder 2 Luftmaschen und häkeln dann in das nächste Stäbchen ein Stäbchen und in das folgende Stäbchen häkeln wir 2 Stäbchen. Und das wechselt sich dann immer ab, das heißt ein Stäbchen, dann 2 Stäbchen und so weiter. Am Ende der Runde haben wir dann insgesamt 30 Maschen und häkeln wieder eine Kettmasche, dann 2 Luftmaschen und in dieser Runde häkeln wir in jede dritte Masche 2 Stäbchen, das heißt wir häkeln erstmal ein Stäbchen, dann noch ein Stäbchen und in die nächste Masche dann 2 Stäbchen und immer so weiter. So, wir haben jetzt 40 Maschen und machen eine Kettmasche und in der nächsten Runde häkeln wir in jede vierte Masche 2 Stäbchen. Das heißt, wir häkeln erstmal ein Stäbchen, dann noch ein Stäbchen in die nächste, ein weiteres Stäbchen in die nächste und in die folgende Masche häkeln wir 2 Stäbchen. Das wiederholen wir bis zum Ende der Runde. Am Ende dieser Runde haben wir jetzt 50 Maschen und machen eine Kettmasche. Und als nächstes werden wir Reliefstäbchen häkeln. Und dafür ist es auch wichtig, dass wir eine gerade Maschenanzahl haben, weil wir immer vordere und hintere Reliefstäbchen im Wechsel machen. Das heißt, wir häkeln erstmal eine Luftmasche und häkeln dann ein Reliefstäbchen. Das ist im Grunde ähnlich wie ein normales Stäbchen, nur dass wir nicht in die Masche wie üblich so stechen, sondern wir häkeln um das Stäbchen herum. Und zwar erstmal vorne, das heißt von vorne nach hinten um das Stäbchen, holen den Faden und führen den Faden durch 2 Schlingen und dann nochmal durch die letzten 2 Schlingen. Und dann machen wir hinten ein Reliefstäbchen. Das heißt, wir stechen von hinten nach vorne um das Stäbchen, holen den Faden und ziehen den Faden durch. So, das wiederholen wir immer wieder bis zum Ende der Runde. So, nach dem letzten hinteren Reliefstäbchen machen wir eine Kettmasche über das erste Reliefstäbchen der Runde, also dieses vorne hier. Häkeln wir hier oben drüber eine Kettmasche und schließen somit die Runde. Und jetzt geht es im Grunde so weiter, das heißt, wir machen über die Reliefstäbchen vorne auch vordere Reliefstäbchen und die hinten, da machen wir hintere Reliefstäbchen. Und wir beginnen immer mit einer
Luftmasche und dann geht es gleich hier weiter mit dem ersten vorderen Reliefstäbchen und dann ein hinteres. Und das machen wir so lange, bis wir die erwünschte Höhe erreicht haben. So, ich habe jetzt insgesamt 10 Runden gehäkelt und als nächstes befestigen wir den Gardinenring hier an die Arbeit. Und zwar machen wir da erstmal quasi so eine feste Masche, holen den Faden und führen ihn durch und dann legen wir den Faden hinter den Ring und führen die Nadel durch den Ring und holen den Faden durch die 2 Schlingen. In der nächsten Masche führen wir die Nadel durch die Masche, holen den Faden von hinten, führen ihn durch die Masche, holen ihn nochmal durch den Faden und machen quasi sozusagen eine feste Masche. Das wiederholen wir jetzt ein paar Mal. So, ich habe jetzt also insgesamt 5 dieser Maschen gemacht und als nächstes häkeln wir eine Runde, in der wir nur Kettmaschen häkeln. Also wir häkeln dann in jede Masche eine Kettmasche. Die letzte Kettmasche häkeln wir, bevor wir an den Ring gelangen. So, dann müssen wir die Fäden vernähen und sind auch schon fertig.